Hallo liebe Freunde, liebe Kunden und liebe Geschäftspartner. Im Anschluss an dieses kurze Video finden Sie das Video-Tutorial, also das Lernvideo, wie ich mit dem Konferenzraum von TalkFusion arbeite. Ich möchte Ihnen einen ganz kleinen Tipp dazu geben. Das Video dauert 55 Minuten. Ich habe es sehr ausführlich gemacht, sodass wirklich jeder damit arbeiten kann. Ich habe alle Highlights mit reingenommen und auch so beschrieben, dass es jeder verstehen kann. Ein Tipp, wie Sie mit dem Tutorial arbeiten, ist folgendes. Und zwar schauen Sie sich das Tutorial nicht in einem Stück durchgehend an und fangen Sie dann wieder von vorne an, sondern schauen Sie das Tutorial Schritt für Schritt an. Das heißt, schauen Sie sich ein paar Schritte an, wie ich Sie anleite, was Sie mit dem Konferenzraum machen können. Und dann stoppen Sie das Video und führen parallel die Schritte aus, die ich aufgeführt habe, sodass Sie die ganze Benutzung Step by Step lernen können. So sparen Sie sich viel Zeit und es soll ja auch nicht zeitintensiv sein, es soll was dabei rauskommen. Also ein paar Schritte ansehen und dann die Schritte direkt nachvollziehen. Und wenn Sie es nachvollzogen haben, dann haben Sie das Ganze im Kopf und sparen sich so, wie gesagt, viel Zeit. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Schauen Sie aufmerksam zu und probieren Sie es einfach aus. Sie können nichts falsch machen. Ich bin sicher, Sie werden viel Spaß dabei haben. Vielen Dank, Ihr Rainer Heimann. Hallo, mein Name ist Rainer Heimann und ich möchte Ihnen in diesem Videotutorial einmal näher bringen, wie Sie mit dem Videokonferenzraum der Firma TalkFusion umgehen. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Schritte zeigen, wie Sie ein Meeting erstellen und was Sie mit dem Konferenzraum alles anstellen können. Dazu loggen Sie sich wie immer bei jeder Arbeit mit TalkFusion in Ihr Backoffice ein mit Ihrer ID-Nummer und Ihrem Passwort. Auf Login klicken und dann kommen Sie in das Backoffice von TalkFusion und um mit der Videokonferenzsoftware zu arbeiten, gehen wir auf Video Communication Center Home und klicken hier an. Ich habe hier mal einen ganz jungfräulichen Account genommen. Mit diesem Account habe ich noch nicht gearbeitet. Den nehme ich immer, um meine Tutorials zu erstellen, damit Sie sehen von null an, wie man sowas macht. Also ohne jegliche Inhalte. Ich zeige Ihnen heute den Videokonferenzraum und da gehen wir hier eben oben in der Menüleiste auf Videoconferencing. Und hier wäre das erste, das Sie machen müssen oder das Sie machen sollten, einfach mal ganz rechts hier in Account Settings, um ein paar Daten bzw. Dinge einzugeben, die Sie möchten. Man kann das alles so lassen, wie das ist. Ja, man kann auch Banner hochladen, aber wichtig, was Sie machen müssen, ist die Uhrzeit einzustellen. Sie sehen hier oben, es ist 4 Uhr, ja, AM, also am Vormittag östlicher Zeit, US Eastern Time. Das ist natürlich nicht für uns hier in Deutschland geeignet. Das heißt, Sie müssen, ganz egal in welchem Land Sie sind, Ihre Zeit einstellen. Dazu klicken Sie hier auf Not Correct, klick hier und dann bekommen Sie hier oben eine Auswahl, Set Time Soon. Und hier suchen wir natürlich erstmal Europa und zwar wir suchen Berlin. Hier haben wir Europa und Berlin. Das heißt, wir wählen hier Europa und Berlin aus. Das ist unsere Zeit und dann klicken wir hier auf Set Time Zone, damit der Server das übernimmt und schon haben wir hier oben die richtige Zeit eingestellt. Jetzt können Sie hier weiter unten natürlich hier oben Ihren Company Name eingeben, also Ihren Firmennamen, Ihre Firmenbeschreibung, ja, also keine Ahnung, Trainer für Videokommunikationssoftware und Sie können Keyworte setzen für eine bestimmte Suche, zum Beispiel Rainer Heimann oder Peter Delisle oder ganz egal wie sie heißen. Jemand, der mit dem Konferenzraum arbeitet, der gibt hier Suchbegriffe ein. Ich lasse das alles mal so stehen, wie das steht, weil das sind alle nicht so sehr wichtig, diese Dinge. Können Sie selber ausprobieren und sehen dann, wie das funktioniert. Man kann also hier nichts falsch machen.
Wenn Sie ein Firmenlogo haben, einen Banner, den Sie zeigen möchten in Ihrer Videokonferenz, dann können Sie das hier machen. Company Banner, Dateiauswahl und können dann das Banner hier reinladen. Ganz wichtig hier, Ihr Banner, Ihr Logo muss oder darf die Maße nicht überschreiten von 1160 mal 90 Pixel in der Höhe, also 1160 Pixel lang und 90 Pixel in der Höhe. Sonst funktioniert es nicht. Kleiner kann das Banner sein, aber nicht größer. Ja, und wenn Sie noch ein Waiting Room, also ein Warteraum-Banner haben möchten, dann können Sie das hier hochladen, die Datei auswählen. Die Datei muss die Größe haben die muss genau diese Größe haben von 854 Pixel mal 480 Pixel. Wenn Sie diese Dateien erstellt haben, können Sie hier auch noch einen Hintergrund wählen für den Header, für den Background. Also hier kann man dann verschiedene Farben einstellen, wenn Sie das möchten. Ja, können Sie generieren, wie Sie wollen. Einfach mal ausprobieren. Ich lasse es weg. Ich gehe auf Transparent. Und wenn Sie das gemacht haben, hier alles eingestellt haben, dann gehen Sie hier auf Update. Dann werden Ihre Daten übertragen auf den Server und stehen für Sie in Ihrem Konferenzraum zur Verfügung. Das heißt, in dem Konferenzraum, der diese ID-Nummer hat und mit diesem Passwort, mit dem Sie sich einloggen, haben Sie diese Daten nachher zur Verfügung. Sollte Ihnen das irgendwann nicht gefallen, dann können Sie hier ganz unten Reset to Default alles zurücksetzen, was Sie hier geändert haben, und Sie sind wieder bei den Standardeinstellungen. So, das wäre mal das Wichtigste hier bei Video Settings. Ganz wichtig, nicht die Zeit vergessen. Die Zeit einzustellen ist hier das Allerwichtigste, denn Sie haben hier dann natürlich, wenn hier die falsche Zeit steht, ein Problem. Wenn Sie Gäste einladen und hier steht eine falsche Zeitzone drin, funktioniert es einfach nicht. Dann können Ihre Gäste nicht in den Konferenzraum kommen. So, dann haben wir hier oben verschiedene Auswahlkriterien, Auswahlmöglichkeiten. Ich gehe hier mal auf Home. Ja, dann sind wir eben hier Welcome to Video Conference Center. Click on My Meetings to get started. Also wenn ich jetzt ein Meeting machen möchte, dann klicke ich hier drauf. Aber zunächst müssen wir uns ja mal überlegen, was möchten wir denn mit diesem Meeting machen? Ja, möchte ich da eine Präsentation machen? Möchte ich hier Informationen weitergeben über meine Produkte, über meine Dienstleistungen oder was auch immer? Und dafür brauche ich vielleicht ein paar Bilder oder auch ein paar Videos, um das zu zeigen. Das heißt, alles, was wir zum Beispiel in unseren TalkFusion, die Trainer von TalkFusion zeigen, muss zunächst mal in My Contents, also meinen Inhalten, abgespeichert werden. Dazu gehen wir mal auf My Contents und dann sehen Sie hier gleich eingeblendet Ihre Ordner. Ja, Ihre Folders nennt sich das in Englisch. Und hier habe ich nur den Ordner Rainer Heimann momentan drin. Jetzt kann ich mal da draufklicken. Und dann bin ich in diesem Ordner und unter diesem Ordner kann ich jetzt Unterordner anlegen. Wenn ich hier drauf gehe, up one level, dann komme ich wieder zurück in Rainer Heimann. Das heißt, ich komme immer eine Stufe höher. Ich möchte hier aber neue Folder, also neue Ordner anlegen. Und da kann ich hier unten drauf auf New Folder. Ich lege jetzt einen neuen Ordner an. Dieser Ordner soll heißen ja, Basisinformation, ja. Basisinformation und gehe dann auf Submit, um das einzusetzen, um das zu übertragen auf den Server. Jetzt habe ich hier die Basisinformation. Ich möchte noch einen Folder, der soll heißen Produkte, ja. Wie immer Sie das handhaben wollen. Das sind ganz normale Ordner wie auf Ihrem Computer auch, wo Sie dann Inhalte laden. Also Produkte habe ich mal 2 Ordner angelegt. Und jetzt möchte ich diesen Ordner, zum Beispiel Basisinformation, mit Inhalten füllen. Also mit einer Präsentation ein paar Bilder und vielleicht ein Video hochladen. Dann gehe ich auf Basisinformation, klicke diesen Ordner an und es zeigt mir hier oben an den Baum, wo ich stehe. Hier Basisinformation. Jetzt kann ich hier unten
entweder einen Unterordner anlegen mit New Folder, das wollen wir jetzt aber nicht, ja, das könnte ich aber machen. Und ich möchte aber eine Datei laden, also ein Bild oder ein Video. Klicke ich mal hier drauf auf Upload Folder und dann geht auf Ihren Computer der Ordner auf, den Sie eingestellt haben. Hier können Sie natürlich alle Ordner, alle Bilder, alles auswählen, was Sie möchten. Ich wähle hier meinen Ordner Talk Fusion und gehe auf, wo will ich denn hin? Ich gehe hier auf Geschäftspräsentation. Ich möchte hier auf die Geschäftspräsentation und möchte zum Beispiel, hier habe ich die Möglichkeit, ja, nochmal kurz zurück, hier habe ich die Möglichkeit, einzelne Bilder auszuwählen, indem ich einfach anklicke. Ja. Ich kann alle auswählen, indem ich die Shift-Taste einfach festhalte und jedes auswähle oder auch einfach alle auswähle bis runter zum Schluss. Dann habe ich alle ausgewählt, ja, sind alle markiert und hier unten in der Leiste habe ich dann alle drin. Das möchte ich jetzt aber nicht. Ich möchte einfach nur ein paar einzelne auswählen. Ich möchte Ihnen hier Entschuldigung, ich möchte Ihnen hier einfach die Möglichkeiten zeigen, die Sie haben. Das heißt, ich möchte jetzt das erste Bild auswählen und ich möchte das dritte Bild auswählen und von mir aus noch das sechste Bild. Dazu, wenn Sie einzelne Bilder auswählen möchten, drücken Sie oder halten Sie die Control- oder die Steuerungstaste an Ihrem Computer gedrückt und dann können Sie einzelne auswählen. Also jetzt das Basis Talk Fusion 1, das Talk Fusion Basic 3, das Talk Fusion Basic 6, das Talk Fusion Basic 8 und jetzt habe ich hier noch ein Video, das Talk Fusion Basic 006-1. Das ist ein Video, das lade ich auch noch hoch und drücke auf dieses Video drauf. Und jetzt habe ich die Auswahl gemacht. Das heißt, ich habe alles ausgewählt, was ich als Inhalt in meinem Folder, in meinem Ordner haben möchte. Hier unten wird es alles angezeigt. Da kann ich jetzt aufklicken, dann sehe ich alles, was ich hier ausgewählt habe. Und ich gehe dann auf Öffnen. Und jetzt lädt der Server von Talk Fusion meine ausgewählten Dateien hoch, ja, und zeigt sie mir gleich hier an. Jetzt kommt noch das Video, wird das Video noch hochgeladen. Und wenn das Video fertig ist und das letzte Bild hochgeladen, dann zeigt er mir das an. Also successful, das heißt Upload-File erfolgreich, sind alle erfolgreich hochgeladen. Kann ich hier gucken, dann kann ich hier auf Close gehen und habe meine JPEG-Bilder hier drin, das sehen Sie. So, jetzt fällt mir aber das Video. Warum fällt mir das Video? Videos werden vom Server zunächst mal konvertiert. Und wenn ich jetzt hier oben auf My Videos gehe, dann werden Sie gleich sehen, dass mein Video hier oben drin steht und Movies Pending Encoding. Also es ist ein Status angegeben hier oben, Encoding Status. This movie is pending encoding. Das heißt, dieses Video, ja, dieser Film wird gerade codiert, sodass er auf dem Server von Talk Fusion gespeichert wird in einem passenden Format für die Videokonferenz. Ja, und nachher, wenn das Video geladen ist und hier fertig ist, bekomme ich eine E-Mail von Talk Fusion, das heißt Video successful encoded, also das Video wurde erfolgreich encodiert. Und wenn das soweit ist, wird es automatisch vom Server hier in Ihre Content-Liste, in My Contents, angezeigt. Wenn Sie jetzt wieder auf diesen Basic-Information-Ordner gehen, dann haben Sie die Bilder drin und wenn das Video fertig ist, haben Sie auch das Video da drin. Das kann manchmal ein paar Minuten dauern, auch manchmal ein paar Stunden. Das kommt darauf an, wie viel Traffic, also wie viel Verkehr gerade da auf dem Server herrscht. Jedenfalls haben wir jetzt mal schon eines der wichtigsten Dinge gemacht, nämlich wir haben Content geladen, sodass wir nachher auch damit arbeiten können. So, und jetzt können wir mal dazu übergehen, ein Meeting zu erstellen. Dazu gehen wir auf My Meetings und bekommen dann einen Kalender angezeigt. Und hier rechts
Click on New Meeting to get started. Also klicken Sie auf Neues Meeting, um zu beginnen. Zunächst mal haben wir hier oben die Leiste mit dem Monat und dem Jahr. Hier können Sie jetzt Ihre Meetings wählen. Sie können hier in den Februar gehen, Sie können hier in den März gehen. Sie können die Meetings ansetzen, wann Sie wollen. Wir gehen jetzt mal in den Januar und zwar hier oben Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Hier die ganzen Daten drin. Hier heute der 29. Und ich möchte jetzt einfach ein aktuelles Meeting heute ansetzen, sodass wir jetzt gleich auch in dem Videokonferenzraum arbeiten können. Sie können natürlich Meetings vorplanen und sagen, okay, ich möchte am Montag ein Meeting machen und können dasselbe, was ich Ihnen gleich zeige, am Montag machen oder am Dienstag oder wann immer Sie wollen. Sie können viele Meetings vorplanen, sodass Sie einen Terminkalender mit Meetings an Ihre Geschäftspartner, Freunde, Bekannte etc. rauslassen können. Wir bleiben beim heutigen Tag und gehen mal hier unten auf New Meeting. So, jetzt haben wir das neue Meeting, das Feld für ein neues Meeting zu kreieren. Hier oben können Sie gleich mal überprüfen, ob Sie das mit der Zeit richtig gemacht haben. Ja? Wir haben 10:13 Uhr, klar, mitteleuropäische Zeit, vormittags. Immer überprüfen, ob das stimmt, weil das ist das Wichtigste. Wenn es nicht stimmt, dann können Sie hier Not Correct, Klick hier, können Sie hier wieder Ihre Zeitzone aussuchen und einstellen. Wir lassen das so, wie es ist, weil es gestimmt hat und sagen Close. Ja, also hier nur drauf, falls die Zeit nicht stimmt. Jetzt können Sie einen Meetingnamen hier vergeben. Ich nenne es einfach mal Tutorial. Ja? Tutorial Konferenzraum, ja. So, Tutorial Konferenzraum und hier können Sie jetzt eine Beschreibung eingeben. Was wird denn in diesem Tutorial Konferenzraum gemacht? Ja, einfach Erklärung und hier aufpassen. Erklärung schreiben wir hier mit AE. Erklärung. Konferenzraum. Erklärung Konferenzraum. Die Amerikaner, die kennen keine Umlaute, also Ö, Ü und so weiter. Und dann kommen hier Hieroglyphen, also dann bei zum Beispiel mit AE betiteln. So, wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie die Zeit bestimmen, die Anfangszeit. 10 Uhr, ja. Und hier darauf achten die Amerikaner, bei den Amerikanern geht es nur bis 12 vormittags und dann fängt es wieder bei 1 an. Ja? Man unterscheidet dann zwischen AM und PM, da komme ich gleich drauf, also 10 Uhr. Wir machen jetzt einfach ein aktuelles Meeting. Ich stelle die Zeit jetzt gar nicht groß um. Ich kann hier vielleicht noch sagen, wir haben jetzt 10:15 Uhr, dann sage ich einfach 10:15 Uhr. Ja? Und Vormittag. Ich kann hier umschalten und darauf muss man achten, umschalten Vormittag und Nachmittag. PM ist nachmittags, also nach 12 Uhr, ja, nach 12 Uhr mittags und AM ist am Vormittag bis 12 Uhr mittags. Wenn Sie also 12:15 Uhr ein Meeting starten, dann müssen Sie hier eingeben, ich mache das mal, Entschuldigung, 12:15 Uhr, 12:15 Uhr PM, ja, also nachmittags, ganz wichtig, denn das beginnt 15 Minuten nach 12. Wir lassen es auf 10 Uhr. Und jetzt kann ich hier, 10 Uhr Vormittag natürlich, 10:15 Uhr, jetzt kann ich hier die Zeit einstellen. Wie lange soll denn das Meeting dauern? Und hier kann ich in 5 Minuten Schritten nach oben oder nach unten klicken. Ich setze es einfach mal für 1 Stunde an. Das ist die maximale Zeit, die man voreinstellen kann. Der Typ ist eine Videokonferenz. Hier kann ich auch noch auf Video Live Broadcast umschalten, aber wir wollen ja eine Konferenz machen. Ja, das heißt, wir wollen mit mehreren Leuten im Videobild nachher auch arbeiten. Der Präsenter, das bin natürlich ich, immer der das Video einrichtet, ist der Präsenter, da ist auch nur einer hinterlegt. Und ich sage, hier kann ich dann unten sagen, ist das öffentlich, also public oder ist es privat. Wenn wir natürlich eine Konferenz machen, machen wir das public, also so, dass wir wirklich mit mehreren Leuten arbeiten können. Und wenn Sie mehr als 15 Gäste erwarten, das mache ich prinzipiell, dann sage ich Gäste erlauben. Das heißt, es können sich hier jetzt
Tausende von Leuten einwählen, also unbegrenzt, als Zuhörer. Ja, ganz wichtig, im Videobild sind immer nur 15 Leute mit drin. Also maximal 15. So, und dann haben wir im Prinzip schon unsere ganze Konferenz erstellt und sagen jetzt Submit, also übertragen auf den Server. Und Sie bekommen jetzt sofort Ihre Konferenzdaten. Tutorial, Konferenzraum, Konferenztraum steht da drin, prima, das macht nichts, ja, also Konferenztraum. Es ist auch einfach ein Traum, diese Software, so Unrecht habe ich mit meinem Schreibfehler hier gar nicht gehabt. Ja. Dann steht hier die Zeit, 10:15 Uhr, mitteleuropäische Zeit, vormittags. Ja. Erklärung Konferenzraum, das ist die Beschreibung. Event Type ist die Videokonferenz, 1 Stunde dauert es. Dazu noch Folgendes: Wenn Sie eine Konferenz machen und Sie haben 1 Stunde angesetzt, dann fragt Sie der Server automatisch in der Konferenz 5 Minuten vor Ablauf, ob Sie die Zeit nochmal verlängern möchten. Dann können Sie die Zeit einfach verlängern, sodass das niemand, der Zuhörer, Zuseher mitbekommt. Es läuft nur bei Ihnen als Moderator und dann können Sie nochmal 1 Stunde, eine halbe Stunde oder Viertelstunde anhängen. Das entscheiden Sie dann in dem Menü, das Ihnen dann automatisch angezeigt wird. Präsenter Rainer Heimann mit ID-Nummer. Und hier haben Sie jetzt schon die URL, also den Link für das Meeting, den Sie den Teilnehmern übermitteln. Auf diesem Link klicken sich die Teilnehmer um die angegebene Uhrzeit ein und können sich in das Meeting einwählen. Das zeige ich Ihnen nachher noch, aber es gibt ja da auch ein Tutorial von mir, wie man sich in den Konferenzraum einwählt. Also einfach ansehen. Dann können Sie hier auf Copy Link gehen und jetzt haben Sie den Link in die Zwischenablage kopiert und können, wenn Sie möchten, per E-Mail diesen Link an die Teilnehmer versenden. Ja, Meeting-Status, Live-Meeting, Gäste erlaubt, ja, Typ, Meeting-Typ, also öffentliches Meeting. So, und jetzt gibt es eine ganz, ganz tolle Funktion hier unten, nämlich Invite, also Einladung. Hier kann ich Leute einladen, zum Beispiel aus meinem Adressbuch von TalkFusion, also alle meine Partner oder meine Interessenten kann ich einladen. Ich klicke mal hier drauf und gehe auf Invite. Jetzt kommt Invite User to this Meeting, also ich könnte mich jetzt selber einladen, dann bekomme ich eine E-Mail, wenn ich sage Select All, aber das möchte ich nicht. Ich möchte Ihnen zeigen, wie man das macht. Jetzt können Sie zum Beispiel sagen, Invite by E-Mail, ja, dann können Sie Ihre E-Mail-Adresse eingeben von einem Freund und können sagen Invite, dann bekommt er eine E-Mail von Ihnen und wird zu diesem Meeting eingeladen. Das machen wir jetzt aber auch nicht, ja, das möchte ich Ihnen nur zeigen, aber ganz interessant ist natürlich die Gruppeneinladung. Ich gehe mal hier auf Gruppeneinladung, öffnet sich ein neues Fenster, dann kommt einmal aus Ihrem Adressbuch von TalkFusion und einmal aus Ihrem Nachrichtencenter. Ich gehe mal hier auf Invite Now, hier auf diesen Button und jetzt wird Ihnen das bekannt vorkommen. Das ist genau dasselbe Menü, wie Sie in Ihrem, also dasselbe Adressmenü und dasselbe Fenster, wie Sie in Ihrer Video-E-Mail haben. Mit diesem Fenster verschicken Sie auch Video-E-Mails. Und hier habe ich jetzt mal ein paar Kontakte drin, ja, also Freunde, ein Test und Verein. Jetzt können Sie zum Beispiel sagen, ich möchte alle meine Freunde einladen und klicken hier auf Freunde, dann wird der Ordner hier hinein übertragen und alle Leute, die hier in dem Freunde-Ordner sind, werden jetzt zu dem Meeting eingeladen. Ja? Also ganz, ganz feine Geschichte, wie das Adressbuch funktioniert. Da habe ich ja auch ein Video-Tutorial drüber gemacht. Wenn Sie das ansehen, dieses Video-Tutorial, dann werden Sie ganz genau feststellen, dass Sie das kennen, weil das erkläre ich alles genau dort. Das möchte ich jetzt hier nicht mehr erklären. Ja, dann können Sie hier die Daten der Konferenz eintragen. Sie können hier einen Betreff eintragen und können hier noch Texte einfügen. Also ganz, ganz feine Sache. Machen wir jetzt alles nicht. Ich gehe hier einfach wieder zurück. Und ich gehe hier mal auf Message Center. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Geschichte, weil hier können Sie jetzt eine ganz tolle Sache machen. Sie können jetzt hier, Sie haben jetzt hier oben ein Fenster, Audienzfenster, wo Sie aufklicken können, an wen denn die Einladung raus soll. Und jetzt
werden Sie überrascht sein, weil das ist eine ganz feine Sache. Hier können Sie jetzt aus Ihrem Backoffice raus alle anschreiben, die Sie wollen. Und zwar alle, die Sie persönlich gesponsert haben, also alle Ihre Teampartner, die Sie persönlich gesponsert haben, Ihre direkten Partner. Wenn Sie hier draufklicken, werden automatisch nur Ihre persönlich gesponserten eingeladen. Hier bei dem zweiten Feld, ja, New Associates within the last 24 hours, also neue Partner in ihrer kompletten Struktur, alles was unter ihnen sind, und wenn es Hunderttausende sind, werden hier eingeladen. Nur die neue, die in den letzten 24 Stunden die Software von TalkFusion gekauft haben. Oder der nächste Schritt ist, alle neuen Geschäftspartner innerhalb der letzten 48 Stunden bis der letzten 30 Tage, also innerhalb der letzten 2 Tage bis 30 Tage, also innerhalb von einem Monat quasi. Ja. Also auch eine ganz, ganz feine Geschichte von der Software von TalkFusion. Dann haben Sie hier alle Aktiven, also die Partner, die auf ihren Aktivstatus gesetzt sind und die monatliche Lizenzgebühr bzw. Servicegebühr von $35 bezahlen. Hier haben Sie alle Inaktiven. Hier können Sie alle Inaktiven anschreiben, um sie vielleicht wieder zu aktivieren. Das sind die Leute, die die monatliche Gebühr ausgesetzt haben, weil sie momentan vielleicht keine Verwendung haben oder auf Weltreise sind und keine Lust haben, was zu machen. Je nachdem, auf jeden Fall alle Inaktiven. Und hier können Sie alle alle anschreiben mit diesem Tool, die Bronze-Status haben. So, hier können Sie, wie gesagt, alle Bronze anschreiben und dann können Sie hier wie bei jeder E-Mail, Videokonferenzname und so weiter, alles über die Konferenzen hier reinladen. Einfach mal ausprobieren. Hier können Sie den Leuten noch einen Text schreiben. Also ganz, ganz tolle Geschichte. Und wenn Sie das gemacht haben, send invitee, ja, also die Einladung versenden. So, machen wir aber jetzt nicht. Ich mache das Fenster wieder zu, ja, und gehen wieder zurück auf unsere Videokonferenzsoftware. So geht es mit den Einladungen oder natürlich, das mache ich hier zu, einfach indem Sie hier auf Copy Link und diesen Link dann über Ihr E-Mail-Programm versenden. So, jetzt wäre eine Konferenz erstellt. Sie können jetzt gleich eine weitere erstellen von mir aus für den Montag. Ja? Einfach wieder da draufklicken, New Meeting, und Sie können hier genau dasselbe wieder machen. Ich gehe aber jetzt wieder zurück auf den heutigen Tag und jetzt haben wir hier schon unsere Konferenz stehen, und wenn ich jetzt hier auf den Link klicke, dann komme ich in das Anmeldefenster vom Konferenzraum rein. Ja, das heißt, ich komme sofort auf den Videokonferenzraum und kann mich jetzt hier entweder als Gast anmelden, das wissen Sie ja, aber ich melde mich natürlich hier als Moderator an, und zwar mit meiner ID-Nummer und mit meinem Passwort, das auch benötigt wird zum überhaupt einloggen. Ja. So, jetzt können Sie hier speichern, wenn Sie wollen, Remember Me, also das heißt, dann wird es hier hinterlegt und gespeichert, und Sie gehen jetzt auf Enter und dann kommen Sie, wenn Sie es richtig eingegeben haben, sofort in den Meetingraum rein, wo Sie jetzt Ihr Meeting halten können. So sieht der Standardraum aus. Ja? Also, wo fangen wir an? Wir fangen an bei dem Layout von diesem Raum, sage ich mal. Wenn Sie ein Banner hochgeladen haben, dann würde Ihr Banner jetzt hier oben erscheinen, wo hier Videoconferencing TalkFusion steht. Wenn Sie die maximale Größe genutzt haben, würde es genauso groß hier oben drin stehen wie dieses Banner. Ja, also das zum Banner. Ich bin ein Fan von mehr Sicht. Das heißt, ich mache hier immer meinen Konferenzraum so groß wie möglich. Dazu gehe ich hier auf Layouts und sage Show Header. Das ist hier angeklickt. Ich klicke das einfach aus. Dann geht das Banner weg und ich habe mehr Präsentationsfläche. So, also das schon mal zunächst mal ein Tipp von mir, wie ich das mache. Hier können Sie wieder einblenden, dann kommt es wieder und wieder zurück. Ich mache es einfach gerne so, dann habe ich eine große Präsentationsfläche. Jetzt habe ich hier mal rechts mein Moderatoren
Bild, wo ich dann natürlich auch mich mit meiner Kamera einklicken kann. Komme aber nachher dazu, zeige ich Ihnen nachher. Ich habe hier unten links den Chatraum, wo man jetzt irgendwas reinschreiben kann. Hallo zusammen zum Beispiel, ja, und mit Enter, zack, dann haben Sie hier Ihren Namen mit Ihrer ID-Nummer und Hallo zusammen, das kennen Sie. Hier können auch Gäste oder Partner, die hier im Raum mit drin sind, auch Kommentare schreiben. Da kommen wir gleich zu einer weiteren Funktion, und zwar, ich verändere jetzt mal das Attendee-Video. Ich kann hier die Größen verändern, wie ich möchte. Ja, das mache ich jetzt mal einfach mal kleiner, und den das Präsentationsfenster mache ich auch mal kleiner. Und ich hole mir jetzt einfach die Attendee-Liste dazu, so dass ich sehe, wer denn noch eingeloggt ist. Und hier habe ich die Attendee-Liste, die klicke ich mal an, dann kommt die hier rein, und die kann ich jetzt einfach irgendwo hinschieben. Ich schiebe sie mal hier hin, die Attendee-Liste, ja, hier oben ins Eck, und mache die mal ein bisschen größer. Das können Sie also einstellen, wie Sie wollen. Sie können sie auch über die ganze Seite gehen lassen oder einfach so groß machen wie das Präsentationsbild. Ja, machen Sie das so, wie es Ihnen persönlich gefällt. Und wenn sich jetzt jemand hier einloggt, dann sehen Sie in der Attendee-Liste, wer hier mit drin steht. So, jetzt kann ich auch hingehen und sagen, okay, das mache ich jetzt so groß, das gefällt mir jetzt so. Sie können den Raum umbauen, wie Sie möchten. Sie können auch hier das Attendee-Video ganz ausmachen, wenn Sie niemanden einblenden möchten, und machen Ihren Präsentationsraum so groß. Probieren Sie es einfach aus. Sie können da nichts verkehrt machen. Ja? Ich hole mir das Attendee-Video, indem ich hier einfach draufklicke auf bei Pods unter Attendee-Video. Dann kommt das Attendee-Video rein, und jetzt schiebe ich das einfach dahinter in die Ecke. Ja, hier oben haben wir noch ein bisschen Platz, da schiebe ich es rein, mache das größer, so dass wir das auch sehen. Und wenn mir jetzt mein Präsentationsraum so gefällt, wenn ich jetzt eine Präsentation so machen möchte, damit ich vielleicht ab und zu mal hier den Chat benutzen kann, um Fragen zuzulassen, ja, und damit ich sehe an der Attendee-Liste, wer hier ist, und wenn ich möchte, hier noch jemand ins Videobild einblenden kann, dann lasse ich das so. Und wenn ich weiß, ich möchte das öfters verwenden, ich schiebe mal das nur ein bisschen darüber, so, wenn ich weiß, ich möchte diesen Raum so in diesem Layout öfters verwenden, dann kann ich diesen Raum jetzt abspeichern. Und er steht mir immer so zur Verfügung. Dann gehe ich hier oben auf Layouts und sage hier bei Save Layout, ich möchte dieses Layout jetzt speichern. Gehe auf Save Layout, und jetzt gebe ich dem Layout hier unten einen Namen, und das nenne ich einfach Basic. Ja? So, Basic, und sage hier Save Layout. Jetzt habe ich dieses Layout abgespeichert, und das finde ich dann hier bei Layouts, wenn ich auf Layouts gehe, unter Custom Layouts, also selbstgemachte Layouts. Da steht jetzt Basic drin. Wenn ich jetzt hier in den Konferenzraum komme, und der sieht am Anfang immer so aus, Videoconferencing, ich wähle mich ein und möchte mein Basic Layout, dann gehe ich einfach auf Layouts, gehe auf Custom Layouts und sage Basic, und zack, der Raum baut sich um in Sekundenschnelle, und Sie haben Ihr gewünschtes Layout, das Sie benutzen möchten. Und so können Sie verschiedene Layouts abspeichern, wie immer Sie wollen. Ja? Also sind Sie da kreativ, machen Sie es schön, machen Sie so, wie es Ihnen gefällt. Sie können alles ändern, was Sie wollen. Sie können hier dann auch noch, wenn Sie möchten, zum Beispiel ein Feld für Notizen einfügen, irgendwo hinstellen. Hier kann man dann Notizen schreiben, ja? Irgendwelche Notizen, die die Leute sich dann vielleicht abschreiben, wenn man sich nicht alles merken kann während der Präsentation. Also hier haben wir alles möglich. Mache ich wieder weg, die Notizen. Ja. Ich kann bei Pods, kann ich natürlich noch ein Whiteboard einblenden, also ein Zeichenboard, wo ich dann Zeichnungen machen kann, den Leuten mal kurz was zeigen kann. Zum Beispiel sage ich, schauen Sie mal hier, wenn Sie einen Account haben, dann sind Sie hier oben mit einer ID-Nummer drin, und wenn Sie einen Elite-Account haben, dann haben Sie 3 Plätze im Business Center, ja, und dann kann man hier die noch verbinden, wenn Sie das möchten, ja, können Sie einfach den Leuten hier was vorzeichnen oder einen Kreis zeichnen. Ja, hier können Sie einfach alles machen, Sie können einen Text schreiben, Texttool,
Hallo zusammen, ja. Sie können natürlich die Textgröße hier unten ändern, die Farbe verändern und alles, was Sie hier möchten, können Sie natürlich verändern. Sie haben einen Zeiger, wo Sie drauf zeigen können auf verschiedene Dinge. Schauen Sie mal hier den Kreis, ja. Also alle Möglichkeiten. Sie können das so groß machen, wie der ganze Bildschirm ist. Sie können hier auf diesem Pfeil Undo wieder alles einzeln rückgängig machen. Ja, also ganz tolles Werkzeug. Ich mache den wieder weg. Ja, okay, dann haben wir noch bei Ports haben wir noch was ganz interessant ist auch, sage ich immer, File-Sharing Geschichte. Und zwar können Sie jetzt hier, wenn Sie Ihren Geschäftspartnern eine Datei zur Verfügung stellen möchten, dann können Sie hier eine Datei uploaden. Bei Upload, und jetzt können Sie hingehen und sagen, okay, diese Folie klicke ich an und sage öffnen, und jetzt sehen Sie, Sie haben jetzt dieses Feld hier oben drin, diese Datei hier oben drin, und wenn die Ihre Gäste jetzt anklicken, dann haben die in Ihrem Feld, können Sie diese Datei downloaden. Das heißt, Ihre Gäste, Ihre Attendees klicken einfach auf diese Datei und können diese Datei downloaden. Ja, also ganz feine Sache, um direkt Ihren Partnern irgendwelchen Inhalt zur Verfügung zu stellen. Machen wir auch wieder zu. Also gestalten Sie den Raum so, wie Sie möchten. Was habe ich noch? Video ist klar, Attendee-Liste, der Chat, die Notizen, Präsentationsfeld. Ja, das kann ich natürlich ausblenden und einblenden. Ganz klar, ich kann alles aus- und einblenden. Hier sind noch Fragen und Antworten. Also da können Sie dann ein Feld einklicken, wo Sie dann Fragen und Antworten reinstellen. Ja, also ganz tolles Werkzeug. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir hier den Raum noch mal ein bisschen um. Da möchte ich Ihnen jetzt noch was anderes zeigen. Und zwar, wenn Sie dann eine Konferenz haben mit mehreren Leuten und Sie möchten mehrere Leute einblenden und auch vielleicht manchen Leuten das Wort erteilen, sodass Sie zum Beispiel einem anderen Menschen das Wort übergeben können, der etwas Wichtiges zu sagen hat, oder vielleicht sogar mit mehreren Leuten eine Diskussion führen wollen. Auch diesen Raum können Sie so wieder abspeichern, zum Beispiel als Diskussionsforum. Gestalten Sie den Raum mit der Liste, wie Sie wollen. Machen Sie das größer, holen Sie bis zu 15 Leute in den Raum. Ja, also probieren Sie es aus, speichern Sie verschiedene Layouts ab, machen Sie den Raum hier enger, dass man die Attendees noch sieht. Also sind Sie da kreativ, wie Sie wollen. Sie können alles machen. So, jetzt gehe ich zunächst mal darauf ein, wie der Moderator mit seinem Video umgeht. Also ganz einfach, hier unten haben wir einfach das Start-Kamera-Symbol. Hier haben wir das Audio Always On-Symbol. Wenn Sie hier drauf drücken, dann habe ich immer Ton, das heißt, dann kann ich permanent sprechen. Oder ich habe hier das Symbol Hold to Talk. Wenn ich hier jetzt mit der Maus draufklicke, dann kann ich hier reden. Ich muss hier jetzt meine Kamera zulassen und ich gehe jetzt hier auf Zulassen und dann habe ich jetzt einmal meine Kamera, mein Mikrofon zugelassen. Kamera schalte ich hier ein. Mein Mikrofon kann ich jetzt, wie gesagt, hier unten freigeben. Entweder Hold to Talk, dann erscheint das Kamerasymbol hier rechts unter mir in der Ecke und jetzt kann ich, solange ich die Maustaste gedrückt halte,